Sie haben einen israelischen Geschäftspartner und er schuldet Ihnen Geld und zahlt nicht. Was tun Sie? Um diese Fragen dreht sich ein ganzes Wissensgebiet, das sich in der Regel Inkasso nennt. Das klingt nach Bodennähe, ist aber meistens reine Juristerei und meistens auch kompliziert. Ich will Ihnen über einen der häufigen Fehler erzählen, die wir in unserer Praxis beobachten. Sehr viele deutsche Firmen sehen in ihren AGBs, in ihren Rechnungen, in ihren Bestellungen, in ihren Grundsatzverträgen mit ausländischen Partnern generell vor, dass deutsche Gerichte ausschließlich zuständig sind, um Streitigkeiten in Bezug auf den betreffenden Geschäftspartner oder die betreffende Vertragsbeziehung zu entscheiden. Dies kann sich als ein erheblicher Nachteil erweisen. Sie verbauen sich nämlich damit sehr häufig die Möglichkeit, rasch und unkompliziert auf die Vermögenswerte des ausländischen Partners zu greifen, die in der Regel sich eben nicht in Deutschland befinden, sondern an seinem Domizil, nämlich in Israel in unserem Fall. Um das zu veranschaulichen, möchte ich das kurz mit Ihnen durchspielen. Sie haben einen israelischen Partner, er zahlt nicht, Sie wollen die Forderung einklagen, Sie müssen wegen der Gerichtsstandsklausel die Forderung in Deutschland anklagen am Gericht Ihres Domizils. Sie klagen das ein, dann müssen Sie die Klage oder den Mahnbescheid rechtshilfeweise zustellen. Dafür gibt es ein internationales Übereinkommen, das aber relativ schwerfällig ist. Nach meiner Erfahrung benötigen Sie für die Zustellung mindestens 6 Monate. Sie haben also schon 6 Monate verloren. Dann je nachdem, entweder erwirken Sie ein Urteil rasch, wenn sich die Vertragspartei nicht verteidigt vor dem deutschen Gericht, oder es dauert Jahre, bis Sie ein Urteil haben. Wenn Sie das deutsche Urteil haben, dann müssen Sie es vor einem israelischen Gericht einreichen und verlangen, dass das israelische Gericht das sogenannte Exequatur gibt. Das heißt, dass es ein Urteil fällt, dass dieses deutsche Urteil vollstreckbar ist. Zwar gibt es zwischen Israel und Deutschland ein Vollstreckungsübereinkommen, aber trotzdem sieht dieses Vollstreckungsübereinkommen einen ganzen Katalog von Voraussetzungen vor, welche erfüllt werden müssen, damit ein deutsches Urteil in Israel vollstreckt werden kann. Das dauert wieder mehrere Monate. Das heißt, Sie haben zusätzlich zur Verfahrensdauer in Deutschland haben Sie eine Verzögerung von vielleicht einem Jahr, bis Sie dann endlich auf die Vermögenswerte des israelischen Schuldners zugreifen können, wenn dann noch etwas da ist. Das gibt ihm nämlich sehr viel Zeit, sich seinen Verbindlichkeiten zu entziehen, und Sie können fast nichts machen. Auch ein deutsches Gericht kann in der Regel nicht Vermögenswerte, die sich außerhalb Deutschlands befinden, beschlagnahmen, verarrestieren oder diesbezüglich irgendwelche vorsorglichen Maßnahmen bestimmen. Deshalb ist diese Vorgehensweise sehr uneffektiv. Sie können sagen, vielleicht, okay, dann machen wir das mit einer Schiedsklausel, wir ernennen ein Schiedsgericht. Aber auch da haben Sie nachher das Schiedsurteil und müssen es in Israel nach einem Übereinkommen, das es zur Vollstreckung von Schiedsgerichtsurteilen gibt, vollstrecken. Das dauert auch lange. Auch hier haben Sie keine Möglichkeit, vorsorgliche Maßnahmen wirkungsvoll durchzusetzen. Falls Sie vor einem israelischen Gericht am Sitz des säumigen Schuldners in Israel vorgehen, gehen Sie sofort vor. Sie haben noch vor Klageeinreichung die Möglichkeit, auf die Vermögenswerte des Schuldners einen Arrest zu legen, einen gerichtlichen Arrest. Das bewahrt Ihnen diese Vermögenswerte bis zum Prozessende. Das heißt, Sie rücken dem Schuldner direkt auf die Haut. Das wissen auch israelische Schuldner. Deshalb erhöht das auch ihre Möglichkeiten, einen günstigen Vergleich ohne ein Urteil zu erwirken. Und das Wichtigste am Schluss: können Sie direkt das Urteil gegen den israelischen Schuldner vollstrecken und haben vor allem die Vermögenswerte ab Prozessbeginn bewahrt, damit es überhaupt noch was zu vollstrecken gibt. Aus diesem Grund empfehle ich dringend, in Ihren Verträgen mit oder AGBs in Bezug auf außereuropäische Partner, was
für Israelis gilt auch für andere Staaten, nicht eine alleinige Zuständigkeit deutscher Gerichte vorzusehen, sondern sich das Wahlrecht vorzubehalten, entweder am Domizil des Vertragspartners oder an ihrem eigenen Domizil vorzugehen. Ich danke fürs Zuhören.